Hallo, ich bin Sarah. Und ich bin Marc. Du hörst Deutsch mit uns. Podcast für Arabischsprachige. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Wie spricht man auf Deutsch über Gesundheit, Krankheit und Fitness? Ob beim Arzt, im Fitnessstudio, beim Einkaufen oder im Gespräch über schwere Zeiten. Wir zeigen dir die wichtigsten Sätze. Einfach, klar, ohne Angst. Setz dich zurück, lehn dich an und lass dich inspirieren. Heute wird es praktisch. Ich fange mit einer Frage an. Fühlst du dich sicher, wenn du zum Arzt gehst und auf Deutsch über deine Beschwerden sprechen musst? Viele haben Angst, weil die richtigen Wörter nicht kennen. Fangen wir mit den wichtigsten Sätzen an. Du sagst, ich habe einen Termin bei Dr. Müller oder ich brauche einen Termin, weil ich Schmerzen habe. Dann beschreibst du, wo es weh tut. Ich habe Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Bauchschmerzen. Oder mein Bein tut weh, mein Rücken tut weh. Du kannst auch sagen, mir ist übel, ich habe Fieber, ich fühle mich schwach. Der Arzt fragt vielleicht, seit wann haben Sie die Beschwerden? Dann antwortest du, seit 3 Tagen, seit einer Woche. Keine Angst, wenn du nicht alle Wörter kennst. Zeige einfach auf die Stelle und sage, hier tut es weh. Das versteht jeder. Heute lernst du viele nützliche Sätze für Arztbesuche, Apotheken, Krankenkasse und mehr. Ein wichtiger Punkt ist die Krankenversicherung. In Deutschland ist jeder versichert. Du hast eine Karte von deiner Krankenkasse. Beim Arzt zeigst du die Karte und sagst, ich bin bei der AOK, TK, Barmer versichert. Oder hier ist meine Versichertenkarte. Manchmal musst du eine Zuzahlung leisten, zum Beispiel für Medikamente. Du fragst, wie hoch ist die Zuzahlung? Wenn du wenig Geld hast, kannst du fragen, gibt es eine Befreiung von der Zuzahlung? Nach dem Arztbesuch bekommst du manchmal ein Rezept. Damit gehst du in die Apotheke und sagst, ich möchte dieses Medikament einlösen. Frage auch, muss ich das Medikament nüchtern einnehmen? Gibt es Nebenwirkungen? Das sind wichtige Sätze, die dir helfen, sicher durch das deutsche Gesundheitssystem zu kommen. Jetzt bin ich dran. Ich möchte über Ernährung und gesunde Gewohnheiten sprechen. Viele lernen Deutsch und vergessen auch über Essen zu reden. Dabei ist das Alltag. Im Supermarkt fragst du, ist dieses Produkt Bio? Bio bedeutet gesund und ohne Gift. Oder hat dieses Brot Vollkorn? Wenn du im Restaurant bist, kannst du sagen, ich möchte etwas Leichtes. Haben Sie einen Salat? Oder ich esse kein Fleisch. Gibt es vegetarische Gerichte? Wenn du Allergien hast, sag, ich bin gegen Nüsse allergisch. Enthält das Gericht Nüsse? Zu Hause kannst du sagen, ich koche heute gesund, Reis mit Gemüse. Ich trinke lieber Wasser als Cola. Ein wichtiger Satz, ich möchte abnehmen, zunehmen. Kannst du mir einen Tipp geben? Gesunde Ernährung ist kein Hexenwerk und mit diesen Sätzen kommst du gut durch den Alltag. Ein weiteres Thema, Sport und Bewegung. Du musst nicht ins Fitnessstudio gehen, um fit zu sein, aber wenn du es tust, brauchst du einige Sätze. Im Fitnessstudio fragst du, wie viel kostet die Mitgliedschaft? Gibt es eine Probewoche? Du sagst, ich möchte mit Krafttraining anfangen. Kann mir jemand die Geräte erklären? Oder ich mache lieber Cardio, zum Beispiel Laufen oder Radfahren. Wenn du einen Kurs besuchst, ist der Kurs für Anfänger geeignet? Wie lange dauert er? Viele sagen, ich gehe 3-mal pro Woche ins Fitnessstudio. Das hilft mir gegen Stress. Ein Tipp, ich trainiere zu Hause mit YouTube-Videos. Das ist kostenlos und flexibel. Bewegung ist wichtig für die Gesundheit, also fang klein an. Ein Spaziergang von 20 Minuten ist schon ein guter Anfang.
Jetzt möchte ich über häufige Krankheiten und Notfälle sprechen. Wenn es dir plötzlich sehr schlecht geht, musst du schnell handeln. Du sagst, ich brauche einen Arzt, es ist dringend. Oder rufen Sie bitte einen Krankenwagen. Die Notrufnummer in Deutschland ist 112. Du sagst, hier ist ein Notfall, ich habe starke Brustschmerzen, ich kann nicht atmen. Bei einer Erkältung sagst du, ich habe Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Kann ich etwas dagegen bekommen? Bei Durchfall oder Erbrechen, ich habe Magen-Darm, ich kann nichts essen. Wichtig ist auch, ich nehme folgende Medikamente regelmäßig. Dann listest du sie auf. Keine Angst, den Notruf zu wählen. Die Leute dort sind geschult und helfen dir, auch wenn dein Deutsch nicht perfekt ist. Ein weiterer wichtiger Bereich: Zahnarztbesuche. Viele haben Angst vorm Zahnarzt, aber mit den richtigen Sätzen wird es leichter. Du sagst, ich habe Zahnschmerzen, mein Zahn pocht, ich glaube, ich habe ein Loch. Der Zahnarzt fragt, seit wann? Antwort, seit ein paar Tagen. Dann sagt er vielleicht, wir machen eine Röntgenaufnahme. Du fragst, ist das schmerzhaft? Nein, ist es nicht. Nach der Behandlung, wie viel kostet die Füllung? Übernimmt das die Krankenkasse? Bei einer professionellen Zahnreinigung, muss ich das selbst zahlen? Oft ja, aber es lohnt sich. Ein Tipp: Ich möchte eine Betäubung, weil ich Angst habe. Das ist völlig in Ordnung. Also, geh regelmäßig zum Zahnarzt. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Jetzt komme ich zu einem sensiblen Thema: schwere Krankheiten und der Umgang damit. Wenn du oder ein Angehöriger schwer krank ist, brauchst du einfühlsame Sätze. Du sagst zum Arzt, mein Vater hat Krebs, was sind die nächsten Schritte? Oder ich habe eine chronische Krankheit, zum Beispiel Diabetes oder Asthma. Du fragst, welche Therapien gibt es? Wie lange dauert die Behandlung? Wenn du Unterstützung brauchst, gibt es eine psychologische Beratung? Ich fühle mich überfordert. Auch wichtig, kann ich eine zweite Meinung von einem anderen Arzt bekommen? Das ist dein Recht. In Deutschland gibt es Selbsthilfegruppen. Du fragst, gibt es eine Gruppe für Menschen mit meiner Krankheit? Sprich über deine Ängste. Es ist nicht schwach, Hilfe zu suchen, es ist stark. Und wenn es um Trauer und Tod geht, das ist schwer, aber manchmal nötig. Du sagst, mein Onkel ist gestorben, ich brauche eine Sterbeurkunde. Oder ich möchte einen Termin auf dem Friedhof machen, wo ist das Grab? Wenn du einem Freund kondolieren willst, es tut mir sehr leid, mein Beileid. Wenn du reden möchtest, ich bin da. Oder ich denke an dich und deine Familie. Das sind einfache, aber tröstende Sätze. Wenn du selbst einen Verlust hattest, kannst du zum Arzt sagen, ich habe Schlafprobleme seit dem Tod meiner Mutter. Kann mir jemand helfen? Trauer ist keine Krankheit, aber sie kann krank machen. Sprich darüber. In Deutschland gibt es Seelsorger und Trauergruppen, oft kostenlos. Trau dich zu fragen. Jetzt zurück zu leichteren Themen. Gesunde Gewohnheiten im Alltag. Du musst nicht perfekt sein. Kleine Schritte reichen. Sage dir jeden Morgen, heute trinke ich 2 Liter Wasser. Das ist gut für meine Nieren. Oder ich gehe die Treppe statt den Aufzug. Das trainiert mein Herz. Beim Kochen, ich benutze weniger Salz und Zucker. Ich nehme mehr Gemüse. Du kannst auch sagen, ich schlafe jede Nacht 7 Stunden. Schlaf ist wichtig für mein Immunsystem. Und ich mache jeden Tag eine kurze Pause. Tief durchatmen. Das reduziert Stress. Das sind keine großen Dinge, aber sie summieren sich. Ein Satz, der mir hilft: Mein Körper ist mein Tempel. Ich behandle ihn gut. Fang heute mit einer gesunden Gewohnheit an und halte sie eine Woche durch. Ein wichtiger Punkt: Stressbewältigung.
Viele Menschen sind gestresst, durch Arbeit, Familie oder das Deutschlernen. Du kannst sagen, ich habe zu viel Stress, ich brauche eine Auszeit. Oder ich mache Yoga, Meditation, Spaziergänge, um zu entspannen. Frage einen Freund, kannst du mit mir reden? Ich fühle mich überfordert. In Deutschland gibt es auch kostenlose Telefonseelsorge. Du rufst an und sagst, ich bin traurig, ich möchte mit jemandem sprechen. Auch ein Satz zu dir selbst, ich bin nicht perfekt, das ist okay. Ich mache heute langsam. Stress ist gefährlich für die Gesundheit. Nimm ihn ernst. Also, such dir Entspannungstechniken. Schon 5 Minuten tiefes Atmen helfen. Jetzt möchte ich über Vorsorgeuntersuchungen sprechen. In Deutschland werden viele Checks von der Krankenkasse bezahlt. Du sagst zum Arzt, ich möchte eine Vorsorgeuntersuchung machen. Welche Untersuchungen sind für mein Alter empfohlen? Zum Beispiel Blutdruck messen, Cholesterin checken, Hautkrebs-Screening. Frauen sagen, ich möchte einen Pappabstrich machen lassen. Männer, ich möchte meine Prostata untersuchen lassen. Zum Zahnarzt, ich möchte einmal im Jahr eine Kontrolle. Du fragst, wie oft zahlt die Krankenkasse das? Vorsorge kann Leben retten, denn viele Krankheiten erkennt man früh. Also mach einen Termin, sag, ich möchte vorsorgen. Das ist ein Satz, der sich lohnt. Ein weiteres Thema: Impfungen. In Deutschland gibt es viele empfohlene Impfungen gegen Grippe, Tetanus, Masern, Corona. Du fragst deinen Arzt, welche Impfungen sind für mich sinnvoll? Sag, ich habe meinen Impfpass. Können Sie bitte sehen, was mir fehlt? Wenn du reisen willst, ich reise nach, brauche ich eine besondere Impfung? Nach der Impfung kannst du Nebenwirkungen haben. Ich fühle mich schlapp, mein Arm tut weh. Das ist normal. Frage, wie lange muss ich nach der Impfung auf Sport verzichten? Impfungen schützen dich und andere, also informiere dich. Ein einfacher Satz, ich möchte mich impfen lassen. Wann ist der nächste Termin? Jetzt eine persönliche Geschichte. Letztes Jahr hatte ich starke Rückenschmerzen. Ich dachte, es geht weg, aber es wurde schlimmer. Dann bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich habe seit 2 Wochen Schmerzen im unteren Rücken. Es hilft nichts. Der Arzt hat mich untersucht und mir Physiotherapie verschrieben. In der Physiotherapie sagte ich, zeigen Sie mir Übungen für zu Hause. Nach einem Monat war der Schmerz weg. Die Lektion: Geh nicht zu spät zum Arzt. Und frage nach Hilfe. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Also, wenn etwas wehtut, handle. Ein Satz, der hilft: Ich brauche eine Überweisung zum Spezialisten. Mein letzter Teil heute. Ich möchte dir einen Satz mitgeben. Deine Gesundheit ist dein größtes Gut. Du kannst perfekt Deutsch lernen, aber wenn du krank bist, bringt das nichts. Also, achte auf dich. Wir haben heute viele Sätze gelernt. Für den Arzt, die Apotheke, das Fitnessstudio, für schwere Zeiten und für den Alltag. Nimm dir einen Satz pro Woche vor und übe ihn. Zum Beispiel, ich habe Fieber, was soll ich tun? Bald wirst du dich sicher fühlen. Und denk dran, wir sind hier, jede Woche für dich. Jetzt bist du dran, Marc. Danke, Sarah. Ich möchte noch über mentale Gesundheit sprechen. Das ist in Deutschland kein Tabu mehr. Du kannst sagen, ich fühle mich oft traurig oder leer. Ich glaube, ich habe eine Depression. Oder ich habe Angstzustände. Mein Herz rast ohne Grund. Dann gehst du zum Hausarzt und sagst, ich brauche eine Überweisung zu einem Psychotherapeuten. Wartezeiten sind lang, aber es gibt auch Terminservicestellen. Du rufst an, ich brauche einen schnellen Termin beim Psychiater.
Es ist nicht schwach, Hilfe zu suchen. Es ist mutig. Auch kleine Dinge helfen. Ich rede mit einem Freund über meine Gefühle. Ich schreibe ein Tagebuch. Du bist nicht allein. Viele Menschen haben ähnliche Probleme. Also, sprich darüber. Das ist der erste Schritt. Mein letzter Teil. Ich fasse zusammen, was wir heute gelernt haben. Erstens, beim Arzt Symptome beschreiben, Versicherungskarte zeigen, nach Rezept fragen. Zweitens, bei Notfällen 112 wählen, klar sagen, ich brauche einen Krankenwagen. Drittens, Ernährung, Bio, vegetarisch, Allergien, die richtigen Fragen stellen. Viertens, Sport und Fitness, Fitnessstudio, Kurse, auch einfache Spaziergänge. Fünftens, Vorsorge, Impfungen, Check-ups, Zahnarzt regelmäßig nutzen. Sechstens, bei schweren Krankheiten und Trauer einfühlsame Sätze, Hilfe suchen. Siebtens, mentale Gesundheit, Depression, Angst, sprechen, Hilfe holen. Achtens, Stressbewältigung, Atemübungen, Pausen, Reden. Deine Gesundheit ist wichtig. Mit diesen Sätzen kannst du sie auf Deutsch schützen. Du schaffst das. Wir glauben an dich. Marc, das war eine sehr wichtige Folge. Viele praktische Sätze für echte Situationen. Ja, und das Beste, jeder kann sie sofort benutzen. Beim nächsten Arztbesuch oder im Fitnessstudio. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere Deutsch mit uns, German Podcast für Arabischsprachige. Klick auf Abonnieren und die Glocke, dann verpasst du keine Folge. Nächste Woche Smalltalk auf Deutsch. Locker und sicher ins Gespräch kommen. Und danach Essen, Reisen, Arbeit. Alles, was du im Alltag brauchst. Pass auf dich auf und bis zur nächsten Folge. Tschüss und mach's gut.